übrigens, heute gibt es den zweiten Teil zu meiner Reihe Pimp mal Schnittmuster und im ersten Teil habe ich ja aus meinem Cardigan-Kleid einmal einen Romper gemacht und einmal eine Bluse, aber prinzipiell basierend auf demselben Basic-Schnittmuster, also Schnittmuster. Und dieses Mal geht es meiner gelben Paperbag-High-Waist-Hose an den Kragen. Das Original-Tutorial verlinke ich euch hier oben. Und es ist so, dass ich von dem Tutorial, also basierend auf dem Tutorial, habe ich sau viele Nachrichten auf Instagram gekriegt von erfolgreichen Attempts, ja, wie einfach Leute die Hose nachgemacht haben. Aber ich habe auch viele Nachrichten bekommen, weil ein paar Sachen wahrscheinlich nicht so klar waren oder einfach ein paar Missverständnisse passiert sind, warum es bei manchen Leuten nicht funktioniert hat oder die Hose nicht gepasst hat. Und dementsprechend habe ich mir auch das Tutorial nochmal angeschaut und mir ist aufgefallen, dass ich manchmal vielleicht nicht ganz so klar bin. Und dementsprechend werde ich das auch im Laufe dieses Tutorials nochmal die Eckdaten auf jeden Fall besprechen und nochmal Sachen nochmal ein bisschen klarer stellen, die vielleicht ein bisschen nicht so offensichtlich waren oder wo ich einfach, glaube ich, einfach zu schnell gedacht habe. Sachen, die für mich vielleicht klar waren, aber die ich einfach nicht so ausgedrückt habe. Will heißen, ich nehme dieses Schnittmuster, dieses Basic-Schnittmuster und zeige euch, wie ihr dieses Basic-Schnittmuster aufpimpen könnt, so dass ihr quasi die Hose definitiv nochmal upgraden könnt, ja, und verschiedene Styles tatsächlich aus der Hose machen könnt. Und ja, los geht's! So, für alle, die das Tutorial schon gesehen haben und prinzipiell alles klar ist, die können jetzt auf folgende Minutenanzahl vorspulen. Für die anderen rekapituliere ich das Ganze nochmal. Als erstes messt ihr euren Oberschenkel, aber nicht ziemlich eng, sondern eher locker, so wie ihr später eure Hose haben wollt. So, willkommen zu dieser Perspektive again. Und zwar, ich habe es zwar gerade gesagt, natürlich, dass ich es sehr locker nehme um meinen Oberschenkel, aber ich meine wirklich extrem locker, ja, weil ich habe das Gefühl, manche haben da wirklich nur so 2 Finger ein bisschen mehr gemacht, aber ihr müsst bedenken, wenn ihr euch bewegt in der Hose, ja, euer Oberschenkel verändert sich schon, wenn ich da mich in die Hüfte einsitze, ist es auf einmal eng, ja, also will heißen, macht dann mindestens 10 cm dazu, ihr könnt dann auch immer noch was mitnehmen, lieber zu viel wie zu wenig. Aber ganz, ganz, ganz oben beim Schritt bitte. Und das sind bei mir, weil ich möchte es eben schon ziemlich locker haben, 64 cm. Also habe ich meinen Oberschenkel, ich habe natürlich 2 Oberschenkel da und das sind insgesamt 128 cm. Und da ich für eine Hose ja 4 Schnittteile brauche, also 2 vorne und 2 hinten, habe ich insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nähte, also 8 mal 1 cm Nahtzugabe. Will heißen, ich habe meine 128 cm Oberschenkel insgesamt Umfang plus die 8 cm Nahtzugabe und das sind 136 cm und das ist quasi meine gesamte Stofflänge. Die habe ich übrigens doppelt umgeschlagen unten, weil das ist mein Saum. Gut, jetzt habe ich diese 136 durch 4, weil 4 Teile und dann habe ich quasi das Maß pro Teil, das sind 34 cm. Aber ich gebe euch einen Tipp. Die Hose sitzt besser, wenn ihr vorne nur zum Beispiel jetzt 32 cm macht und hinten 36 cm, weil dann ist es besser aufgeteilt. Also 2 cm einfach hin und her schieben. Gut, jetzt falte ich das in die Mitte und du das trennen, einmal vorne die 32 cm und hinten die 36 cm. Hier hake ich nochmal ein, weil diese Zweiteilung ist wirklich wichtig und wenn ihr zum Beispiel einen ausgeprägten Booty habt oder so, könnt ihr da ruhig noch viel mehr Zentimeter hin und her schieben, ja? Der ist da nicht zu wenig machen auf jeden Fall. Und diese Höhe ist die Höhe von meiner Hose und die messt ihr, indem ihr jetzt erst einmal die Länge eurer Hose messt, also wie lang sie halt gehen soll und wo der Gummi sitzen soll. Der soll bei mir wirklich ganz hoch oben hocken, dieser Gummi. Und dieses Maß, da darf sie dann plus 20 cm, also 105 war das normale Maß und dann durch 20 cm dazu und das sind eben 125 und ich kann einfach nicht dieses doofe Maßband halten, aber es sind eigentlich 125. Und jetzt braucht ihr eigentlich nur noch diese 2 Kurven für den Schritt. Die messt ihr jetzt so, dass ihr jetzt an der Innenseite eures Oberschenkels nochmal entlang messt, wie lang die Hose sein soll, eben von innen, das sind bei mir 80 cm und dort messe ich einfach 80 cm nach oben, mache mir dann eine Markierung und zeichne dann meine 2 Kurven ein. Ich habe das Gefühl, es schleicht sich der zweite Fehler ein, weil, wie ich das zeige, halte ich das Maßband hier so diagonal nach oben. Das habe ich eigentlich nur gemacht, damit das Maßband mir nicht drin mal reinhängt. Aber viele dachten, ich messe irgendwie diesen Abstand, aber das tue ich gar nicht. Ich messe wirklich nur von hier, also wirklich von der Innenseite des Schrittes bis zu dem Punkt, wie lange ich eben meine Hose haben will. Das heißt, ich lasse das Maßband nach unten baumeln, weil da kann ich dann besser eruieren, wo es
wie lang es sein soll und dann führe ich das wirklich, sag jetzt mal, bis zu meinem Schritt und so kann ich dann die Innenseite messen, okay? Und das da oben halte ich einfach nur so zur Zierde da. Ignoriert das. Es geht wirklich nur um die Innenseite. Also nochmal zusammenfassend, das da ist quasi die Gesamtlänge der Hose plus die 20 cm, die ich dann für den Bund brauche und für die Rüschen. Und das da, dieser untere Teil ist quasi die Innenlänge der Hose. In dem Fall bei mir diese 80 cm. Und das ist vorne und hinten in dem Fall gleich. Und diese Kurven, das war jetzt das nächste große Problem. Und zwar wichtig ist, dass hier, also ich habe da habe ich 6 cm gemessen und da 12 und das sind einfach Maße, die ich für mich als passend finde. Aber natürlich ist es für euch wichtig, dass quasi zwischen diesen zwei Punkten dazwischen, dass es die Hälfte eures Popo-Umfangs ist, ja, weil da müsst ihr reinpassen, da muss der Arsch durch, sag ich jetzt mal. Dementsprechend ist dieser Abstand wichtig für euch, nicht unbedingt der Abstand von der Seite. Gut, um zu checken, ob ihr in die Hose reinpasst, müsst ihr auf jeden Fall, ich mache das irgendwie automatisch, deshalb habe ich es glaube ich vergessen einfach dazu zu sagen, den größten Teil eures Körpers hier unten, ja, das ist bei den meisten Menschen beim Arsch oder eher der untere Arsch. Und dieses Maß, ja, eure Hose muss mindestens so breit sein, oben, wie dieses Maß, weil ihr müsst es ja über diesen Punkt drüber kriegen, ja. Immer natürlich gibt der Arsch ein bisschen nach und der Stoff eventuell auch, aber orientiert euch an diesem Maß. Und das derzt ihr durch 2 dividieren, weil ihr eher in dem Fall das Ganze doppelt gelegt habt. Aber orientiert euch an diesem Maß. Das ist nicht nur bei dem Tutorial so. Es hat sich immer bewusst, was quasi der größte Umfang ist, wo euer Kleidungsstück drüber muss. Und dann könnt ihr quasi die Kurven formen, wobei natürlich die hintere Kurve eklatant größer sein muss wie die vordere. Und wenn ihr euch da nur unsicher seid, dann könnt ihr auch das noch abmessen, ja? Und das macht ihr folgendermaßen. Und wenn ihr das jetzt noch ganz genau wissen wollt und ganz sicher sein wollt, könnt ihr natürlich auch den Schritt messen. Und das macht ihr einfach, indem ihr das Band durch eure Beine durchführt und da an dem Punkt, wo ihr vorher schon gemessen habt, wie lang eure Hose sein soll, beziehungsweise wie hoch, dort jetzt auch das Maßband anlegen. Und jetzt ist auch hier auch nicht komplett durchziehen, sondern lasst es locker anlegen, ja, weil ihr wollt ja dann auch nicht später bei der Hose Arschbrusthose und sowas, das wollt ihr auch nicht haben. Wenn ihr jetzt in dem Fall diese Paperbag-Hose machen wollt, wo das dann oben diese 20 cm dazukehren, kehren natürlich vorne und hinten nochmal 20 cm dazu. Aber so müsst man mal generell den Schritt, ihr könnt das dann natürlich noch genauer messen, wenn ihr genau wissen wollt, wie viel vorne ist und wie viel hinten. Ihr müsst einfach die Null wirklich an dem Schritt, ihr spürt es eh bei der Hose, wo ist da die Naht und dann legt es einfach nach oben, messt es aus, dann habt ihr eure vordere Kurve und das gleiche könnt ihr an demselben Punkt wieder anlegen, hinten rauf messen und ihr habt den hinteren Schritt. Also so könnt ihr natürlich auch immer kontrollieren, ob diese Kurve für euch passt. Und dann kann das Ganze natürlich ausgeschnitten werden und das mache ich hier bei meinem Miniaturmodell auch. Und da oben, das sind eben diese 20 cm, die werden bei dem Original-Tutorial dann halt umgeknickt und dadurch entsteht dieser Paperback-Effekt. So, und das ist jetzt mein neuer Stoff, irgendwie mit dem Lichtschatten, das sieht komisch aus, aber der ist richtig cool. Das ist allein Viskose-Mix mal wieder, 1,30 Meter lang und ich liebe diese Streifendinger und so. Und die erinnern mich heute an eine Hose, die ich schon im Schrank habe, die ist gekauft vor Ewigkeiten und zwar die da. Und ich weiß einfach, dass ihr diese Hose voll gern hättet. Also ich kriege so viele Nachfragen wegen dieser Hose. Die ist eben von Ewigkeiten mal gekauft. Woher habe ich die? Die ist fix aus einem Fast-Fashion-Laden, weil damals habe ich noch dort gekauft. Warte mal. Yes! Stradivarius ist es. Aber wie schon gesagt, vor 500 Milliarden Jahren, also die gibt es wahrscheinlich eher nicht mehr. Aber da so viele Leute diese Hose so geil fanden und ich sie auch liebe, so ist es ja nicht, sonst hätte ich sie nicht immer noch, weil ich trage sie wirklich ständig. Dementsprechend werde ich sagen, wie ihr aus dem normalen Schnittmuster von der Paperback High Waist Hosen, das super easy ist, diese Hose eben auch rauskriegt. Let's do it. So, da müssen wir jetzt davor ein bisschen was abändern. Also das wäre jetzt ja mein normaler Hosen-Grundschnitt,
quasi. 58 cm ist die Höhe, die ich diesmal haben will. Und aber ich möchte eben unten die Streifen quer haben, ja? Und das möchte ich 20 cm. Will heißen, meine Ursprungshöhe, mit der ich jetzt am Anfang zuschneide quasi, ist nur 56 cm, weil die 20 cm kommen erst ja später dazu. Genau, und oben werde ich auch nicht diese 20 cm haben, sondern einen extra Bund von nur 10 cm dazu tun, weil ich nämlich noch Hosentaschen reinmachen will. Und dann geht es mit den 20 cm nicht. Und genau, dementsprechend mache ich jetzt mein normales Schnittmuster wie immer und das mache ich jetzt wieder mit so einem kleinen Miniaturding. Also hier habe ich meine Höhe von 65 cm. Das ist das eben, was ich vorher berechnet habe, ohne diese 20 cm unten. Und das schneide ich jetzt einmal durch beiden Schichten, damit ich das mal abgetrennt habe. Und dann durch eben diese Zweiteilung machen. Denkt dran, dass hinten gerne viel, viel mehr sein kann wie vorne. Und die Innenseite ist 65 cm insgesamt, aber dadurch ja wieder die 20 cm weg. Und dementsprechend sind 45 mein Innenmaß. Das tue ich wieder aufzeichnen. Dann mache ich meine 2 Kurven. Ich weiß ja da die Abstände, die ich brauche inzwischen. Und da oben tue ich dann nochmal so einen 10 cm Abstand rein und dann durch das alles ausschneiden. Wunderbar, dann habe ich schon mal meine Grundhose und dann habe ich nochmal den Bund jetzt schon mal extra, der auf jeden Fall lang genug ist. Und das seht ihr hier, wie ich das mache. Tak, tak, tak. Und hier in der Mitte, schalala. Oh man. Okay, ja. Und dann habt ihr schon mal die Grundschnitthose, sag ich jetzt mal. Und jetzt könnt ihr den übrigen Teil des Stoffes ausschneiden und eure Querstreifen dann mit diesen 20 cm zuschneiden, was ich hier so ein bisschen holprig mache. Hier mache ich es ein bisschen genauer. Also ich messe diese 20 cm aus in der Breite von meinen einzelnen Schnittteilen. Und dann habe ich noch ein bisschen was übrig, aus denen ich dann die Hosentaschen machen werde. That's the plan. Und ja, so schaut es dann aus. Das sind meine Schnittteile und die werde ich jetzt einmal zusammennähen. Heureka! Also das ist jetzt einmal so ein Teil und da unten kommt jetzt diese Querstreifen dran und die tue ich einfach rechts auf rechts zusammenpinnen, drüber nähen und mit der Overlock versäubern. Ihr könnt aber auch französische Naht machen oder sonstiges, wenn ihr kein Overlock habt. Wunderbar, das schaut bei mir so aus. Ta-ta-ta. Das mache ich bei allen 4 Teilen, also bei den 2 Hinterteilen. Das sind meine Hinterteile, erkennbar an dieser argen Kurve für meinen Booty und das sind meine 2 Vorderteile. Wunderbar. Und genau, jetzt geht's weiter mit den Taschen bei den Vorderteilen. Und da habe ich dieses Teil, das wo ich übrig hatte, das habe ich in die Hälfte gelegt und jetzt mache ich es nur mal in die Hälfte und habe dadurch eine Tasche. Und das wird dann quasi so draufgelegt und genau, und das ist quasi die Innenseite der Tasche. Dementsprechend muss ich jetzt diesen Teil, das ist super schwer zu erklären, aber ich glaube, ihr seht das ganz gut, tue ich da jetzt quasi so eine Kante wegschneiden, weil da wird später dann meine Hand reinkommen, so in dem Dreh. Und das ist dann quasi mein Grundtaschenschnitt. Den könntet ihr natürlich ja absteilen unten, also dass es eine Kurve ist, aber ich mag das eigentlich eckig ganz gerne. Dann tue ich das rechts auf rechts zusammenpinnen und versäubern nicht vergessen. Und dann tue ich das nochmal absteppen, also die Nahtzugabe an die Innenseite der Tasche quasi dran nähen, damit die nicht rausschaut, also die Innenseite der Tasche, damit die schön sauber ist, weil dann ist es von innen eben super abgesteppt und von außen sieht man überhaupt keine Naht. Und dann habe ich das hier so, das ist jetzt die Innenseite quasi, also ich schaue das von innen an, dann klappe ich meine Tasche darüber und kann quasi die ganze untere Seite schließen. Das mache ich nur mit der Overlock, weil ich faul bin. Und dann tue ich das eigentlich nur mit so ein paar Stichen hier fixieren und da oben auch, damit ich dann einfach beim weiteren Nähen, dass das mir nicht dauernd auseinanderfällt quasi, tue ich das da ganz knapp an der Kante einfach ein bisschen absteppen. Das ist halt wirklich nur zur Hilfe da, weil sonst klappt euch das immer weg und das ist so anstrengend, ey. Also von dem her macht das so. Gut, jetzt habe ich jetzt meine Tasche. Da sieht man, dass ich den unteren Teil versäubert habe und meine Taschen sind dran. Wunderbar, das habe ich bei beiden Vorderteilen natürlich gemacht, weil ich auf beiden Seiten der Tasche will. Wunderbar. Und jetzt tue ich quasi ein Bein jeweils zusammennähen, rechts auf rechts. Und die Seitenteile schließen und die Innenseiten. Also, genau. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also ich tue jeweils ein Bein, also braucht ihr ein Vorderteil und ein passendes Hinterteil. Und der jetzt da wirklich euch da an
an diesem Punkt unten, wo die Streifen sich ändern, das ist der Punkt, wo ich mich orientiere. Der muss fix aufeinander sein und alles andere kann ich oben und unten irgendwie wegschneiden, aber der muss fix aufeinander sein. Und dann durch diese zwei Beine ineinander verschachteln, so dass sie rechts auf rechts liegen. Und dann kann ich nämlich voll gemütlich diese ganze Schrittkurve, die schaut aus wie ein U, die kann ich dann zusammennähen. Das tue ich natürlich ja jeweils wieder versäubern und schon habt ihr quasi euren Grundhosenschnitt fertig. Und jetzt kommt natürlich der Bund oben, den ich in dem Fall extra mache, weil das wäre mit den Taschen ein bisschen zu arg kompliziert worden, sag ich jetzt mal. Ich habe den Umfang des Bundes natürlich dann ausgemessen, dementsprechend zusammengenäht und dann ihn dreimal umgebügelt. Ja, einmal in der Mitte und einmal die Kanten mit Nahtzugabe, wobei ich aber eine Seite ein bisschen länger lasse wie die andere. Jetzt durch die kleinere Seite quasi rechts auf rechts an die Hose pinnen, damit quasi die innere Seite, die länger ist, damit ihr es dann später leichter habt, die zu topstitchen, aber das seht ihr jetzt gleich. Also auf jeden Fall habe ich jetzt mal die ganze kürzere Seite rechts auf rechts an die Hose dran gepinnt, werde jetzt dort drüber nähen und habe quasi so den Bund attached. Und danach klappe ich das einfach nach innen und die längere Seite ist ja jetzt ohne Probleme, geht jetzt drüber quasi. Will heißen, wenn ich jetzt von oben dann in dieser Naht entlang steppe, durch automatisch die Innenseite mit annähen. Und das ist eben das Praktische dran, wenn man das einfach ein bisschen länger lässt. Und das geht einmal rum, da muss natürlich mein Gummi durchpassen, das solltet ihr vielleicht ganz am Anfang checken. Ich lasse in dem Fall 2 Öffnungen für den Gummi einfädeln, weil ich keinen lang genugen Gummi mehr habe. Also bitte, bitte, wenn ihr das nachmacht, macht einen gesamten Gummi um die gesamte Hose rum. Meiner war nicht mehr lang genug und dementsprechend habe ich ihn nur vorne rum gemacht, weil ich das einfach in dem Fall besser sitzend fand. Aber wirklich, wirklich, bitte seid so gut und jetzt, wenn ihr die Möglichkeit habt, den kompletten Bund mit einem Gummi bespannen. Es ist wirklich gescheiter. Und das ganze Gummi-Einfädeldings habt ihr eh schon tausendmal bei mir gesehen. Und wie schon gesagt, wenn ihr den Gummi komplett rumdreht, habt ihr eh nicht sonderlich Probleme. Dann jetzt einfach den Gummi zusammennähen, versenken wieder und die Öffnung schließen. Und schon ist der Gummi quasi in eurem Bund drin. Ich muss hier ein bisschen improvisieren. Ich habe das eben nur vorne gerafft und hinten gerade lassen. Und ja, das sind jetzt die Überbleibsel, die ich von dem Schritt ausschneiden habe. Und aus denen mache ich jetzt so Loops für Gürtelschlaufen quasi, die ihr euch einfach rechts auf rechts zusammennähen, das Ganze umdrehen natürlich, glatt bügeln und dann mache ich da extra große, also extra lange Gürtelschlaufen, weil das finde ich immer ganz stylisch, wenn die so überlang sind. Und die nähe ich dann natürlich dahin. Ich hasse Gürtelschlaufen annähen, also ich weiß nicht, wer mag das? Und schon, das ist einfach so ein Greiz, aber es schaut halt einfach super gut aus. Dementsprechend durch diese tollen Gürtelschlaufen hin, 2 vorne, 3 hinten und dann habe ich noch aus den ganzen Reststoffen so eine Schleife gemacht, so ein Gürtel und unten versäubert natürlich nur und that's it. So, und das ist jetzt angezogen und ich habe jetzt eben den Gürtel umwunden, aber das muss man nicht, beziehungsweise man kann dann natürlich einen normalen Gürtel reintun und das ist wieder mal für das Mess egal. Aber ich finde es echt cute, es drückt da ein bisschen die Taschen ab, einfach weil der Stoff doch da sehr durchlässig ist, sage ich jetzt mal. Aber ja, soll nichts Schlimmeres passieren, das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Und ich mag vor allem die Rückansicht. Oh mein Gott. Yep, I like. So, und das ist jetzt das Outcome. Wer will, kann natürlich oben die 20 cm Bund lassen und das genauso mit den Rüschen machen wie beim Original-Tutorial. Aber da ich ja so eine Hose schon im Schrank halte, wollte ich das jetzt in dem Fall nicht. Aber das könnt ihr natürlich machen, ihr seid total frei. Ihr könnt das unten auch viel höher machen wie 20 cm. Also wirklich feel free. Ich liebe diese Hose, sie ist super casual und passt zu so vielen Sachen von mir im Schrank. Und yes, und ich wollte so eine Leinenhose, so eine gestreifte, weil die schwarze liebe ich und jetzt habe ich sie in hell. Also von dem her bin ich super happy und ich hoffe, ich konnte ein paar Fragen bezüglich des anderen Tutorials eben klären, weil ich einfach gemerkt habe, dass da ein paar Sachen einfach nicht ganz klar waren und ja, also von dem her, probiert die Hose aus in der normalen Version oder in der schwierigen. Viel Spaß dabei und wir sehen uns bald.